Willkommen zurück. Im ersten Video habe ich dir gezeigt, was die Storefront ist, was man damit machen kann und was auch die technischen Hintergründe dazu sind, also welche Tools dahinter stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt schon richtig Bock hast, in den Code reinzuspringen und mit der Storefront zu arbeiten. Und genau darum wird es in diesem Video gehen. Ich werde dir zeigen, wie du die Storefront bei dir lokal einrichtest und was du brauchst, um damit arbeitsfähig zu sein. Zunächst brauchst du natürlich einmal den Code und dazu findest du unterhalb des Videos einen Link zu unserem öffentlichen Repository, dem Storefront Starter Kit. Das musst du dir einmal nur klonen, auf die Art, die dir beliebt. Du kannst es dir per HTTPS, SSH oder als ZIP auch runterladen, so wie du mit deinem Git am besten arbeiten kannst. Darüber hinaus brauchst du neben dem Code noch ein Tool auf deinem lokalen Gerät. Das ist so die einzige wirklich harte Bedingung, die wir haben, um das Tool betreiben zu können. Und zwar ist das Node.js. Sofern das für dich neu ist und du Node.js noch nicht installiert hast oder nicht weißt, wie das gehen soll, empfehle ich dir ganz stark, schau dir mal den Node Version Manager an. NVM heißt das auch abgekürzt. Den Link dazu findest du ebenfalls unterhalb des Videos. Und mit diesem Tool ist es total easy möglich, lokal verschiedene Node.js-Versionen zu betreiben und auch in verschiedenen Projekten zwischen verschiedenen Node.js-Versionen zu switchen. Ich persönlich nutze das ganz häufig und kann es absolut empfehlen. Und falls du nicht sicher bist, welche Node.js-Version du nutzen sollst, reicht auch ein kurzer Blick in unsere Storefront-Dokumentation. Und hier steht ja bei den Voraussetzungen Node.js in Version 16.13.0. Das ist jetzt keine harte Vorgabe. Du kannst natürlich auch eine aktuellere oder eine etwas ältere Version nutzen. Aber von unserer Seite aus ist getestet und gewährleistet, dass out of the box die Storefront mit dieser Node.js-Version reibungslos laufen wird. Apropos Dokumentation, den Link hierzu findest du ebenfalls unterhalb des Videos und in dieser Storefront-Dokumentation, die hier beinhaltet ist, findest du auch sehr vieles von dem wieder, was wir in den Videos besprechen werden. Und mit dem Code und Node.js hättest du sozusagen alles, um arbeiten zu können. Das heißt, ich hoffe mal, dass du in der Zwischenzeit bereits das Repository geklont hast. Ich habe das im Vorfeld schon getan. Hab's auch mal in meinem PHP-Storm hier geöffnet und wir sehen hier den Code dazu. Und was ich jetzt tun muss, um das Tool wirklich starten zu können, lokal, sind noch 3 Sachen. Das allererste ist natürlich die Dependencies zu installieren. Das heißt, ich mache hier ein npm-ci. Damit werden die Dependencies installiert, die ich in meine Package.json definiert habe. Warum npm-ci und nicht npm-install? Mit npm-ci werden von den Paketen exakt die Versionen installiert, die wir auch in der package.log.json hinterlegt haben. Während beim npm-install wird sich darauf bezogen, was in der package.json definiert ist. Und da kann es mitunter passieren, dass auch beim Installieren mal eine aktuellere Miner-Version installiert wird. Und das wird in der Regel gar kein Problem sein. Sollte sich aber doch mal bei einem Plugin einen Fehler eingeschlichen haben oder einen Bug eingeschlichen haben, dann wollen wir natürlich nicht das einfach so mit installieren. Denn der Hintergrund ist der, wenn wir die Storefront deployen, haben wir einen Deployment-Prozess, der während des Prozesses die Abhängigkeiten installiert. Das heißt, wir tracken den Node-Modules-Ordner auch nicht mit. Wir tracken nur die Package.log.json mit, um dann im Deployment-Prozess diese Abhängigkeiten zu installieren. Und da wir nicht wollen, dass im Deployment-Prozess auf ein Produktivsystem Pakete geschippt werden, die nicht von uns getestet wurden, machen wir an der Stelle immer ein npm-ci, um auf Nummer sicher zu gehen. Heißt für dich auch, wenn du mal ein Paket aktualisieren möchtest, weil du sagst, ich brauche hier eine aktuellere Version von React oder was auch immer, dann mach das lokal und tracke diese Änderungen in deiner Package.log.json. Und wenn du in deinem Deployment-Prozess mit npm-ci arbeitest, bist du dann an der Stelle auf der sicheren Seite. So, während ich hier gesprochen habe, hat sich das Installieren auch bereits erledigt. Ich sehe, ich habe auch einen lokalen Node-Modules-Ordner und damit habe ich einen von 3 Schritten bereits erledigt. Als nächstes brauche ich dann noch eine lokale Konfiguration der Storefront. Und diese Konfiguration wird nicht mitgetrackt, sondern die ist ja projektspezifisch unterschiedlich. Deshalb schippen wir hier nur in dem Repo eine Vorlage zu einer Beispielkonfiguration in der .env.example. Und dort ist gar nicht so viel drin. Und auch für unsere Videoreihe hier relevant ist aktuell nur das hier oben, die Markere API URL, die API Instance und die Asset URL. Die API URL ist die Domain zu dem Markaira-Konto, das du im besten Fall schon haben solltest. Die Markaira API Instance ist die Instanz innerhalb deiner Domain, auf die du zugreifen möchtest. Und die Asset URL ist die URL zum hinterlegten Amazon S3 Bucket. Denn du musst wissen, im Markaira hast du 2 Möglichkeiten, deine Assets, also sprich die Bilder, die du über den Page Editor beispielsweise hochlädst, zu speichern. Das eine ist der Amazon S3 Bucket, die andere Möglichkeit ist, das über Cloudinary zu tun. Und die ganz klare Empfehlung ist für den Produktivbetrieb, Cloudinary zu nutzen, denn mittels Cloudinary gibt es viel mehr Möglichkeiten, Bilder für das Frontend
in den richtigen Formaten zu laden, zu transformieren, in für die Browser angepasste Formate zu konvertieren und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall die Empfehlung an der Stelle für Produktivnutzung Cloudinary zu nehmen. Für diese Demo allerdings nutze ich noch die Bilder aus dem Amazon S3 Bucket und dafür ist auch diese Makira Asset URL notwendig. Und auch nur dafür. So, ich habe auch schon bereits eine lokale Konfiguration vorgenommen. Hier habe ich 3 Einträge geändert. Ich habe als API-URL die Demo Makira.io eingetragen. Innerhalb dieser Domain möchte ich gerne die Storefront-Instanz nutzen und habe auch einen Eintrag für die Asset-URL getan. Und damit habe ich jetzt alle Voraussetzungen erfüllt, um die Storefront zu betreiben. Das letzte, was ich tun muss, ist jetzt nur noch npm run dev zu tippen, ein paar Sekunden zu warten, bis hier unten steht Ready on Localhost 5000. Und das habe ich an der Stelle bekommen. Das ist der Default-Port, auf dem die Storefront laufen wird. Und wenn ich das anklicke, sehe ich, hier hat sich was getan. Ich sehe also eine Seite, ich kann hier Dinge tun, wie ich das im ersten Video auch bereits gezeigt habe. Ich kann hier klicken, ich kann mir Sachen ansehen, ich kann hier mitarbeiten. All das innerhalb von wenigen Sekunden. Und was ich quasi getan habe, ist der Storefront zu sagen, mittels der Konfiguration, liebe Storefront, bitte hol dir die Daten aus der Demo Makira.io und davon aus der Storefront-Instanz. Dafür ist die Konfiguration da, damit die Storefront ja auch weiß, wo sie die Daten herholen soll. Ja, das wäre es dann an der Stelle auch schon. Einmal noch zu demonstrieren. Ich mache die Storefront einmal nochmal aus, lokal. Ich breche den Prozess quasi ab, lade die Seite neu, sehe keine Verbindung möglich, weil auch kein Prozess läuft auf dem Port. Starte ich das Ganze noch von vorne. Dauert es wenige Sekunden, bis die Storefront wieder lauffähig ist. Beim Neuladen sehe ich auch ein Ergebnis. Damit siehst du, dass Installieren bzw. Einrichten und Aufsetzen der Storefront für den lokalen Betrieb dauert nur wenige Minuten, sofern man alle notwendigen Informationen hat. Und du hast auch keine weiteren Abhängigkeiten neben Node.js. Du brauchst also keinen Docker, du brauchst keinen Vagrant, keine VirtualBox, nichts von all dem brauchst du. Du brauchst nur den Code, Node.js und die entsprechende Konfiguration und dann kannst du direkt loslegen. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Im nächsten Video schauen wir uns dann tatsächlich mal den Code genauer an und ich werde dir einige Kernkonzepte darüber erklären, wie die Storefront arbeitet und was es mit dem Datenfluss zu Makira auf sich hat.